Ja, mein Name ist Kerstin Höfling, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Münster-Hiltrup und spiele eigentlich seit klein auf selber in Amelsbüren Fußball. Und danach habe ich dann angefangen, beziehungsweise parallel erstmal die U17-Mädchen bei uns zu trainieren. Und seit diesem Winter darf ich die Damenmannschaft trainieren, die in der Landesliga spielt hier bei uns. Parallel dazu bin ich sportliche Leiterin für den Damen- und Mädchenbereich und kümmere mich noch so ein bisschen um alle anderen Anliegen im Verein. Corona ist natürlich aktuell gerade ein großes Thema, aber auch mit den anderen Funktionären zusammen haben wir regelmäßig Sitzungen, um die Fußballabteilung einfach zu organisieren. Also früher war es ja immer so, dass man selber erstmal nur Jugendspielerin hier war und dann ist man nachher in die Senioren gekommen, um da weiter zu spielen. Und mein damaliger Damentrainer, der hat irgendwann aufgehört und sagte zu mir, hey, wir brauchen Nachfolgerin für die U17-Mädchen, könntest du dir das vielleicht vorstellen? Ja, und wie das dann so ist, ja, kann ich mir mal angucken, kann ich mal reinschnuppern. Und so kam das dann, dass es halt auch super viel Spaß gemacht hat, mit den Mädels das zu machen. Und was halt auch immer so ein Aspekt ist, dass wir immer versuchen, Damenspielerinnen generell im Mädchenbereich zu integrieren als Trainerinnen, weil wir nicht nur männliche Trainer haben wollen bei den Mädchenmannschaften, sondern immer beides, einmal Männlein und einmal Weiblein dabei. Und ja, auch einfach der Punkt, ich habe selber es damals auch genossen, wenn immer Trainer zur Verfügung standen, um meinen Sport auszuüben. Und das ist ja jetzt so die gleiche Situation, dass man in dem Sinne das wieder zurückgibt, dass halt die Kinder dann jetzt auch weiterspielen können. Und irgendwann in ein paar Jahren sind die dann hoffentlich Trainer hier. Ich kann das von hier oben beobachten. Also bisher gar nicht. Ich glaube, es ist aber auch noch ein Unterschied, ob man wirklich Mädels trainiert oder Jungs trainiert. Und dann kommt es natürlich auch noch auf die Liga an, weil je höher man spielt, wird der Leistungsdruck natürlich auch irgendwann höher. Wobei es bei den Mädchen auch noch differenzierter ist. Speziell im jungen Bereich fängt das ja schon recht früh an, A, was Abwerben angeht und B, auch die Eltern, die von außen so ein bisschen Druck ausüben. Da sieht das auf jeden Fall anders aus. Ja, das ist schön zu hören. Aber ich habe keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Eigentlich gar nicht. Ich meine, wir haben das große Glück hier in Amelsbüren, dass unsere Frauen- und Mädchenabteilung absolut gleichwertig ist zu der Herrenabteilung. Da werden wirklich 0,0 Unterschiede gemacht, A, was Trainingszeiten angehen, B, auch was Unterstützung angeht, sei es Material oder Zuschüsse für irgendwelche Fahrten oder Veranstaltungen. Also da haben wir wirklich großes Glück hier im Verein. Ich weiß auch aus vielen Vereinen hier in Münster, dass es ganz anders aussieht. Und deswegen hatte ich nie die Möglichkeit bzw. das Problem, dass ich mich durchsetzen musste und um Platz kämpfen musste oder um eine Anstoßzeit. Also das wird hier wirklich alles gleich behandelt. Ja. Also im Amateurbereich muss auf jeden Fall darauf geachtet werden, dass viele Vereine generell Frauen- und Mädchenfußball anbieten, weil man von vielen Vereinen auch hier speziell aus dem Umfeld hört, die wirklich nur Wert auf ihre Herrenabteilung legen. Je höher, desto besser. Und eigentlich froh sind, wenn es keine Mädchenabteilung gibt, weil das für viele als Ballast gesehen wird, dass man da einfach keinen Bock drauf hat, sich darum auch zu kümmern, weil es auch wirklich zeitintensiver ist. Es gibt nun mal weniger Mädels, die Fußball spielen. Und das ist für viele dann einfach eher so ein Hindernis. Und deswegen sagen sie sich ja, umso besser, wenn keine Mannschaften halt da sind, brauche ich mich darum nicht kümmern. Wenn man das jetzt höher betrachtet, eher schon Richtung leistungsmäßigen Fußball nachher, ist natürlich ganz klar die Gleichberechtigung ein Thema. Ich meine, wenn man sieht, dass Herrenspieler in der Kreisliga A schon Summen jeden Monat überwiesen bekommen an Geld und bei den Frauen kann man in der Regionalliga spielen oder zweite Liga und man kann froh sein, wenn man ein Busticket nachher bekommt, dann passt da halt das Verhältnis einfach nicht. Also ich glaube, starke Frauen generell jetzt auch auf Sport bezogen, die halt A, ihre Meinung vertreten und B, auch versuchen halt Ziele durchzusetzen. Und gerade im Mädchenbereich oder Damenbereich hat man ja oft mit Hindernissen einfach zu kämpfen, dass man trotzdem diesen Weg versucht weiterzugehen und irgendwann wird man halt an sein Ziel kommen dadurch. Das haben wir halt hier auch im Verein. Früher, als wir angefangen haben, wurde das natürlich auch erstmal so ein bisschen belächelt. Dann hat man mal zweistellig verloren, ja, lass die Frauen mal machen. Und mittlerweile hat man es halt geschafft, dass man gleichwertig ist, wenn nicht sogar besser dasteht in manchen Teilen. Und diesen Weg muss man halt einfach immer weitergehen. Rückschläge gehören halt dazu, das ist normal, aber auch in allen anderen Bereichen. Und davon darf man sich aber einfach nicht unterkriegen lassen.